Herzlich willkommen auf Marios Channel, auch die Neuankömmlinge. Herzlichen Dank für euer Abo. Na, wie ihr seht, was gibt's heute? Rindswürste, leckere Rindswürste. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu Rinderfett, das ist von Beef. Das bekomme ich schon so fertig geschnitten vom Schlachthof nebendran. Der ist gerade bei mir 50 Meter weg. Zemo heißt der, in Weilerbach. Könnt ihr auf die Homepage gehen und da mal gucken. Dann habe ich noch geholt Fersen, Hals, Hochrippe. Das ist Hals. Das brauchen wir auch noch dazu. Sonst brauchen wir nichts. Also alles Rind, Messerschärfe und los geht's. Das ganz grobe Fett vom Hals tun wir entfernen und schneiden das alles in Streife oder in Würfel. Also ich habe es ausprobiert mit dem Fleischwolf. Wenn er das in Streife schneidet, zieht er sich besser durch, wie wenn es ein Würfel ist. Besonders wenn es dann nachher gefroren ist. Also da, wenn er da mal Salami macht, da müsst ihr aufpassen, dass er es in längliche Streife schneidet, weil anders bleibt der Fleischwolf immer so ein Stück stehen und dreht es warm. Das ist das Problem bei Salami machen. Aber hier ist er jetzt Würste mache, ist es nicht so schlimm. Und immer wieder sehr wichtig, das Fleisch muss gut angefroren sein. Es lässt sich erstens mal besser schneiden, es lässt sich besser verarbeiten und ihr seid immer auf der sicheren Seite, dass da nichts dran kommt. So, und wie schon erwähnt, ich schneide jetzt hier das schlechte Fett ein bisschen raus, dass man nicht so in die Zähne auch hängen bleibt. Und wenn ihr einigermaßen guter Fleischwolf habt, könnt ihr auch bei mir mal auf dem Kanal sehen, der ist von Begetal, das ist der kleinere, aber der ist ganz gut. Dann könnt ihr das schön in längliche Streife lassen, dann zieht ihr das richtig gut durch. Unser Rinderfett ist ja schon gewürfelt, so bekomme ich das ja schon. Und das solltet ihr richtig gut anfrieren, weil das ist weich. Weil deswegen benutze ich das auch nicht für meine Salami. Das ist mir einfach zu weich und wird mir zu schnell zu warm. Und das ist nicht gut für die Salami. Bei professionellen Geräten, wie der Metzger es hat, ist das Fleisch was anderes. Aber so zu Hause bei mir mache ich das nicht. Wir wiegen das jetzt nochmal ab, dass wir das Gewicht haben, damit wir unsere Gewürzmischung bestimmen können. Das Beef-Rinderfett ist natürlich auch schon mitgewogen. Und das Gewicht, das Gesamtgewicht beträgt 1600 Gramm. Egal was für Menge ihr macht, schreibt mir in die Kommentare rein. Ich rechne euch das um aufs Milligramm genau. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, jetzt als erstes, was ich noch jetzt dazu sagen muss, diesmal habe ich ein Fertiggewürz benutzt. Man weiß ja gar nicht mehr, was man kauft. Dann hole ich lieber vom Metzgereibedarf meine Gewürze und da bin ich immer auf der sicheren Seite. So, wie ihr gesehen habt, ich habe das gefrorene Fett habe ich durchgelassen und jetzt kommen wir schon zum Hals, den ich jetzt noch durchlasse. Ich habe diesmal die mittlere Scheibe benutzt. Es wird ja jetzt noch gekuttert. So, schnell ab damit in die Gefriertruhe zum Kühlen. So, wir wiegen 300 Gramm Eis ab zum Kuttern. So, das Eis, das tun wir dann crashen, weil das einfach besser ist. Weil wenn ein normales Eis so reinkippt, dann das geht nicht gut. So. Mal schnell crashen. Das Teil bekommt ihr bei GGM. Läuft ein Video auch bei mir auf dem Kanal, könnt ihr mal gucken. Eiscrasher GGM. So, da gebe ich mal ein bisschen Wasser dazu. Dann kommt unser Fleisch rein. Das mischen wir natürlich ein bisschen mit Speck, auf dass er sich gut auflöst. Also ich habe jetzt die Monsieur Cuisine und die habe ich auf Stufe 8 laufen. Das ist diese Kochstufe, aber das kocht nicht. Und ja, wie ihr gesehen habt, ich habe ja schon ein bisschen was drin und den Rest gebe ich jetzt noch dazu und das Fett gebe ich dann ja auch immer noch ein bisschen mit rein und das war gut gefroren, das habt ihr ja gesehen.
Und dann kommt immer ein bisschen Eis mit dazu. Dann gebe ich noch die Gewürze dazu und natürlich das Kutterhilfsmittel. Dürft ihr nicht vergessen. Bei mir ist es laut Packungsangabe 1 Gramm. Meistens ist es aber 4 Gramm. Da müsst ihr euch ein bisschen einfuchsen, wie das alles funktioniert. Also ist es, wenn ihr das ein-, zweimal gemacht habt, dann ist das super. Immer wieder mal Stopp mache und mal reingucke, dann mal die Temperatur messe, kuttert nicht mehr wie 12 Grad, sonst könnt ihr eure Würstchen wegschmeißen. Das Brät ist jetzt fertig, das habe ich jetzt schon in den Wurstfüller gefüllt. Ich habe vorher die Därme gewässert, das sind 28-32er. Das Rezept, alles schreibe ich genau rein. Wer irgendwie andere Kilozahlen möchte oder so, ich kann ihm das gerne berechnen. Ist gar kein Problem. Also Wurstdarm, wässern mit ein bisschen Salz, lauwarmem Wasser und dann mit dem Stipper ein bisschen abstippen, draufziehen, dass mal die erste Luft rauskommt und dann ziehen wir das mal durch. Zum Abdrehen werde ich jetzt nochmal die Woche ein separates Video posten. Da könnt ihr das mal sehen, wie man das dann macht. So, als nächstes gehen wir über zur Reifung, damit die Würste schön umröten. So, nun habe ich ein ganz schlechtes Gefühl gehabt, weil so richtig rot sind sie eigentlich gar nicht geworden. Ich habe älteres Pökelsalz benutzt. Normalerweise sollte da nichts dran sein. Ich habe es auch durchgerührt, aber keine Ahnung. Gehen wir schon über zum Räuchern und ja, die Würste sind trotzdem super geworden und ich war total überrascht, wie ich die aus dem Räucherofen geholt habe, wie schön rot die waren. Also unglaublich, was da noch passiert ist. Und wie gesagt, die waren ja dann kalt geräuchert, unter 25 Grad. Normalerweise werden Rindswürste bei 65 Grad geräuchert, also warm. Da ich dann immer solche Trockenheit gehabt habe in Würste, habe ich gesagt, okay, heute gehe ich hin und räuchere die kalt. Das müsste auch gehen. Und es funktioniert wunderbar. Meine Würste sind saftig. Die sind einfach nur klasse. So, wie ihr seht, ich benutze hier wieder meine alte Räuchertonne, meine beliebte. War Lebensmittel drin von der Fabrik, habe ich ganz günstig gekriegt. Einfach ohne Löcher reingebohrt. Ein alter Grill reingestellt, wie ihr gesehen habt. Und fertig. Dann habt ihr hier einen tollen Räucherofen. Allerdings werde ich mir demselbe demnächst bauen und ich muss mir nur noch ein Fass bestellen. Also ich will mir so ein Weinfass bestellen. Das muss aber dann schon auch so groß sein wie das Fass. Und dann geht's richtig los. Allerdings habe ich 5 oder 6 verschiedene Räucherofen. Das könnt ihr immer wieder sehen in meine Videos. Und in denen geht halt jetzt das meiste rein. Da kann ich ja 50 oder 60 Würstchen reinhängen. Deswegen habe ich den diesmal heute auch wieder genommen, weil ich eben bei Würstchen mehr hatte. Wie ihr seht, ich benutze jetzt einen Räucherspan, einen Goldspan nennt der sich, könnt ihr bei eBay kaufen oder auch bei mir im Amazon Shop. Ich verlinke euch mal die Adresse. Da bekommt ihr übrigens alles, was ihr an Wurst und so weiter braucht. Wenn ihr sonst was braucht, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich habe einen Gewerbeschein. Ich kann auch euch ein bisschen was verkaufen. Ist gar kein Problem. Diesmal bin ich hingegangen, habe das Räuchermehl
gar nicht fest angedrückt, ich habe es nur voll gemacht in der Spirale und bin nur so ein bisschen drüber gefahren, habe es gar nicht fest angedrückt. Normalerweise, wenn ich Salami mache, drücke ich das fest an. Aus dem Grund, weil ich dann Angst habe, das wird zu heiß. Also umso fester es gedrückt ist, umso langsamer brennt es auch ab. Das heißt, ihr habt dann auch weniger Temperatur. Aber heute habe ich gesagt, okay, die werden ja eh mit 65 Grad geräuchert. Und da kann es auch gerne mal ein bisschen wärmer sein. Ja? Und dann habe ich das nur aufgefüllt, glatt gestrichen und habe das abqualmen gelassen. So eine Spirale, die geht ungefähr 11 bis 12 Stunden. Ich mache da eine Doppelspirale immer rein, da habe ich ein bisschen mehr Rauch. Aber ja, von der Temperatur wird es dann nicht viel wärmer. Und man kann es auch umeinander abbrennen, wie ihr das möchtet. Man kann auch immer was nachfüllen. Aber das ist ratzeputz abgebrannt. Guckt, dass die Drähte immer sauber sind. Ich gehe da immer ganz kurz mit der Stahlbürste drüber. Wenn das nämlich irgendwo verstopft ist, dann geht euch das aus. Luftzug braucht ihr immer von unten. Das Räuchermehl muss trocken sein. Dann funktioniert das. Ja, da hat es aber noch schön angefangen zu regnen. Aber ich habe ja da so eine Tüte, die habe ich dann oben drüber gestülpt. Das Ergebnis könnt ihr sehen, die sind hammermäßig geworden. Trotz allem, normalerweise, wenn es Regen ist oder es feucht draus ist, tue ich überhaupt gar nicht räuchern. Aber es hat trotzdem super gut geklappt. Bin nach wie vor ganz begeistert von diesen Würsten. So, dann Deckel drauf, immer so ein kleiner Spalt aufstehen lassen, dass die Luft gut abziehen kann, dass er Zug hat und dann klappt das. Ich beobachte das dann hier von meinem Fenster aus, da kann ich das immer schön beobachten, was da los ist. Ja. Das Papier, das ist Küchenpapier, das habe ich drauf gemacht. Falls es Kondenswasser gibt, dann fängt das auf. So sehen die Würste jetzt nach dem Räuchern aus. Also die sind ja, ich war total überrascht, die sind ja wie gemalt. Sind echt wie gemalt. Ich habe da jetzt überhaupt gar nichts getincht mit Farbe oder sonst irgendwas, wie manche das vielleicht machen bei YouTube. Das ist original, was ihr seht. Das sind noch die zwei dicke, wo ich gesagt habe, da wollte ich schon mal ein bisschen trockener Fleisch. Funktioniert das? Und wenn nicht, die gehen ja auch nicht kaputt. Die halten sich ja über eine Woche im Kühlschrank und da geht ja gar nichts kaputt. Zudem sind sie noch geräuchert. Also da braucht ihr überhaupt gar keine Angst haben wegen der Haltbarkeit. Also ich bin wirklich sehr überrascht, wie klasse die geworden sind und da werde ich gleich mal wieder einen Schwung machen. Das ist wirklich hammermäßig. Gut, jetzt fehlt aber noch eins. Jetzt gehen wir über zum Brühen. Also ich habe jetzt auf 75 Grad gebrüht, ich habe das Sous Vide Stick auf 76 Grad gestellt und pro Zentimeter Durchmesser 1 bis 1,5 Minuten. Bei mir hat das Ganze 25 Minuten gedauert. Und da sind die perfekt. Ihr müsst natürlich hingehen, wenn die fertig sind, direkt rausholen und kalte Wasser abkühlen. So sehen sie aus. Ich habe sie jetzt mal angeschnitten. Und ich würde auch sagen, perfekt, oder? Ja, da sind ein paar Luftlöcher drin. Das kommt vom Stopf her, wenn man die nicht richtig stopft. Ich habe anfangs ein bisschen Luft gehabt. Es war vielleicht jetzt gerade eine vom Anfang. Aber der Rest ist eigentlich ziemlich gut. Und wie ihr seht, hammermäßig. Und die schmecken auch so. Was mich natürlich jetzt ein bisschen traurig macht, dass sie nach dem Brühe ein bisschen Farbe verloren haben. Ja. So, das war jetzt mal wieder ein bisschen ausführlicher. Wenn ihr das mehr möchtet, kann ich euch mehr dazu sagen. Ich weiß es nicht. Schreibt mir in die Infobox und sagt mir Bescheid. Natürlich, bei so viel Würste, die kann ich nicht auf einmal essen. Und die habe ich dann einvakuumiert. Ich habe es noch ein bisschen liegen gelassen, dass der Rauchgeschmack ein bisschen verfliegt. Dann habe ich sie einvakuumiert und ja, eingefroren. So, also hier nochmal ein schönes Foto, wie sie aussehen. Nach dem Räuchern
Und da ja Oberjochim auch meinen Kanal guckt, angeblich, was er immer sagt, aber nie kommentiert, finde ich eigentlich schade, dass solche Leute auf anderen Kanälen nicht kommentieren, obwohl ich als kommentiere, finde ich eigentlich schade. Aber ich fordere jetzt Oberjochim auf, diese Würste mal nachzumachen und mal sehen, ob er auch solche Ergebnisse erhält. Dann ich sage mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.